Ich liebe die Hingabe und die Perfektion und die Ruhe und Detailverliebtheit und die Genauigkeit, mit der das jetzt zubereitet wurde. Dass man so nur das tut, das man gerade tut, mit voller Aufmerksamkeit. Yes, this is Japanese traditional sweets. Wenn ich so weit weg bin dann aus so einem Umfeld, wenn ich jetzt beim deutschen Club arbeite und beim größten deutschen Club bei Bayern München und wir sind dann plötzlich in Japan, hilft mir das auch irgendwie Abstand zu gewinnen, weil der räumliche Abstand, die Zeitverschiebung so groß ist, dass man trotzdem spürt, das ist wichtig und natürlich denken wir gerade Tag und Nacht nur daran, wie wir die Mannschaft besser machen. Trotzdem ist das Umfeld hier in Japan und in Tokio so anders und so weit weg, dass man trotzdem auch wieder einen ganz guten Abstand, also ich zumindest, dann immer einen kurzen Einblick kriege, dass es auch ein Leben außerhalb gibt. Es ist schon besonders, wenn einem jemand so einen Tee zubereitet, mit so einer Hingabe, mit so einer Ruhe, mit so einem Fokus, wirklich jeden kleinsten Schritt perfekt zu machen und auch nicht mit weniger als Perfektion zufrieden zu sein. Das ist sehr beeindruckend, gehört eine innere Ruhe dazu und sich auch dann die Zeit nur dafür zu nehmen. Im Trainerteam und ich persönlich haben auf jeden Fall Rituale. Also ganz banal, wie mein Tag beginnt. Also versuche ich immer wieder, wenn die Saison beginnt, auch mir ein neues Ritual und eine neue Disziplin anzugewöhnen. Früh aufzustehen, Sport zu machen, kurz zu meditieren, bevor dann das Gleiche zu frühstücken und zur gleichen Zeit im Grunde im Club zu sein, um selber auch in so eine Disziplin und eine Routine reinzukommen. Ich wünschte, ich wäre ein bisschen disziplinierter mit Meditieren und mit der Ernährung. So, ich brauche da jetzt bei mir immer so ein bisschen auf und ab. Es gibt immer wieder Phasen, wo ich denke, mich belohnen zu müssen und esse dann zu viel und esse dann auch viele ungesunde Sachen, so im Urlaub oder zwischendrin, wenn der Stress groß ist. Trotzdem habe ich versucht, auch über die Jahre und versuche das immer wieder, über Ausgleich, über gute Ernährung, über Disziplin, über Sport, über wirkliches Abschalten dann mit meinen Kindern in der Natur, so mir Rituale anzueignen, dass ich mich loslösen kann. It's for you. Thank you so much. Yes, you take it. Er meint so viele Dinge gemacht, die wir, glaube ich, heute nicht mehr machen würden, aber es war schön, weil wir durften uns einfach ausprobieren und wir hatten auch wirklich viele Ideen, die haben wir immer noch. Wir haben auch mit der Fußballmannschaft schon mal meditiert, um einfach so einen Gegenpol herzustellen, um einfach mal in der Gruppe zusammen einfach nur mal Augen zu schließen, sich einander zu vertrauen und so einen Gegenpol zu haben zu der ganzen schnellen Social-Media-Welt. Ich bin da sehr altmodisch, also ich lese auch noch gern ein Buch, habe mich an mein Kindle auch gewöhnt. Das ist so abends im Bett sehr angenehm, aber mit Social Media habe ich einfach das Gefühl, dass es uns alle und mich auch abhängig macht, ein Stück weit von den Reaktionen. Das können anonyme Reaktionen sein, man kann sich ohne seinen richtigen Namen anmelden und das macht uns ein Stück weit abhängig von dieser Zuneigung und natürlich kommen ja auch oft genug unangenehme Nachrichten auf den Accounts, vor allem jetzt für die Spieler,
unangenehme Rückmeldungen und wir sind natürlich schon auch so getriggert, dass wir auch in 100 Positiven die eine Negative sehen und ich finde, dass das was mit uns macht, aber eigentlich gar nichts mit uns machen sollte, weil es irgendwie auch gar nicht existiert, weil die Leute sich anonym anmelden und anonym schreiben und deshalb auch gar nicht das Gewicht kriegen sollen. Und ich möchte mich eigentlich selber nur davon beschützen. Es gibt viele interessante Sachen natürlich. Ich will es jetzt nicht nur verdammen. Ich interessiere mich für Architektur, ich interessiere mich für Inneneinrichtungen, ich interessiere mich für viele Dinge, wo ich mit Sicherheit Anregungen auch kriegen könnte, auch für meinen Lebensstil oder auch für Leistungssport. Aber es ist, ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, dann dem zu widerstehen. Umso wichtiger sind Disziplin und auch emotionale Disziplin und auch die Fähigkeit, sich loszulösen, was sehr schwer ist. Beides versuche ich mir irgendwie auch anzutrainieren, also gerade über Disziplin und manches auch einfach zu akzeptieren, dass ich einfach schlecht drauf bin, wenn ich verliere und das sich nie ändern wird und auch so ein Teil von meinem Antrieb ist. Ich habe mit Karl-Heinz Rummenigge mal vor Jahren ein Gespräch gehabt und dann war das Gespräch nach einem schlechten Ergebnis von Bayern München. Und so eine Standardfrage von mir war dann, wie geht's? Und er hat gesagt, ja, es geht beschissen, wir haben nicht gewonnen und das wird sich nie ändern. Und genau so ist es. Das Wochenende ist einfach versaut, wenn du nicht gewinnst. Das ist schwer zu akzeptieren, aber ich habe es akzeptiert und das gehört dazu. Und der Reiz und der Antrieb entsteht da natürlich auch wieder dann wieder zu gewinnen. Umso schöner ist dann die Belohnung. Danke für die Einladung. Es war meine erste Teezeremonie und alleine hier die Räumlichkeiten und der Kies und der Stein und der Raum, wie der hergerichtet ist, war natürlich sehr besonders. Danke für die Erfahrung.